Lukas, du kannst wieder gehen? Ja. Ist das nicht fantastisch? Aber wie kann das sein? Charlie, frag mich nicht. Und um ehrlich zu sein, ich will es gar nicht so genau wissen. Sie werden Martin nie zurückbekommen. Darauf verzichte ich auch dankend. Nein, ich hatte mir nur eingebildet, du hättest aus der Vergangenheit gelernt. Aber ein Mann, der schon wieder vor seinen Gefühlen davonläuft, ist jämmerlich. Ist nichts. Ich glaube, Franziska steht immer noch nicht auf dich. Oh, ich will doch nur mit ihr tanzen. Aber sie nicht mit dir. Oh, dann halt nicht. Danke. Gern geschehen. Andi, was war das gerade? Wie wär's mit einer kleinen Erfrischung? Gute Idee. Normalerweise trinkt man das Zeug. Arsch. Sieh alles, was ich... Franzi! Und so einen lächerlichen Mann habe ich mal geliebt. Kaum zu fassen. Hör nicht auf sie. Sie benehmen sich wie ein Teenager, der nicht bekommen hat, was er will. Sie können es nicht ertragen, dass Martin sich für seine Familie entschieden hat. Genau. Für seine Familie, aber nicht für sie. Bist du jetzt fertig? Und du merkst nicht mal, wie sie dich mit ihrer kleinen Vorstellung an sich gekettet hat. Nimmt ein paar Tabletten zu viel, jammert dir die Ohren voll. Martin ist zu mir zurückgekommen, weil er mich liebt. Nein, weil er Angst hatte, sie würden erneut Hand an sich legen. Nur deshalb ist er hier. Aus Mitleid. Einen schönen Tag noch. Und viel Spaß in deinem Gefängnis. Wollt ihr noch was trinken? Für mich ein Wasser, bitte. Und zufällig kommt's aus Lourdes. Deswegen die Wunderheilung. Natürlich gibt es noch Champagner, wenn ihr Lust habt. Sorry, ich habe schon Feierabend. Ja, dann schaue ich mal nach Angelo. Wir sprechen uns noch. Angelo? Das war echt eine blinde Aktion von mir, Franziska zu küssen. Andi, wenn du dabei auch vergisst, die 3 magischen Worte zu sagen? Ich liebe dich. Sie hätte erst recht geglaubt, ich verarsche sie nur. Ja, so hält sie dich für einen gefühllosen, egoistischen Macho, der alles macht, um seinen Freunden zu imponieren. Warum sollte sie mir jetzt glauben, dass ich mich in sie verliebt habe? Wo Schluss ist? Vielleicht war sie immer noch drauf auf. Deswegen kippt sie mir Sekt in die Fresse. Geh raus und entschuldige dich. Und dann erklärst du ihr ganz einfach, warum du sie geküsst hast. Franziska, ich habe dich gerade geküsst. Weil ich möchte... Andi? Ich hab dir viel zugetraut, aber das... Alexa, ich habe sie geküsst. Ja, du hast sie eingeladen, damit du hier einen auf Macker machen kannst. Das ist Quatsch. Ich könnte dir... Glaubst du etwa, ich würde etwas auf das Geschwätz meiner Ex-Frau geben? Ja, das glaube ich. Pass auf, mein Schatz. Morgen ist ein harter Tag. Die Verhandlungen mit Lütz Entertainment gehen in die nächste Runde. Das ist es, was mir nicht aus dem Kopf geht.
Du weißt, Lütz kann sehr anstrengend sein. Ich habe die Tabletten nicht aus Berechnung genommen. Ich weiß, mein Schatz. Der Gedanke, dich zu verlieren. Kommst du? Heute weiß ich, vor etwas zu fliehen, auch wenn es noch so unerträglich ist, das kann keine Lösung sein. Ich würde das nie wieder tun. Das musst du mir glauben. Silvia kann einfach mit ihrer Niederlage nicht umgehen. Ja, ihr Auftritt heute war lächerlich. Martin, ich möchte nicht, dass du dich mir gegenüber verpflichtet fühlst. Darum geht es doch gar nicht. Silvia wollte von Anfang an nur Unruhe stiften. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und jetzt lass uns schlafen. Ja? Hallo, morgen. Komm rein. Morgen. Ich weiß, es ist noch früh, aber... Kaffee? Also wegen gestern Abend. Ich weiß ja, dass du an Lukas hängst, aber kommt dir seine plötzliche Genesung nicht komisch vor? Charlie, der nutzt dich nach Strich und Faden aus. Komm, Oliver, jetzt haben wir gerade Frieden geschlossen. Lass uns zusammen frühstücken, die Croissants sind ausgezeichnet. Mann, der zockt dich doch nur ab. Er ist nicht der Einzige, dem ich Geld gegeben habe. Wirklich, Oliver, dein Hass auf Lukas nutzt niemandem, am wenigsten dir selbst. Charlie. Und jetzt komm mir nicht wieder damit, dass er nur simuliert hat. Als du ihn vor den LKW geschubst hast. Ist er da vielleicht davongelaufen? Das war nur Show, um mich als Lügner hinzustellen. Ja, natürlich. Und dafür riskiert er sein Leben, klar. Mann, du kapierst es nicht. Das ist doch alles Teil seines Plans. Erst abkassieren, dann abservieren. Wer sagt dir denn, dass wir nicht wieder zusammenkommen, jetzt wo es ihm besser geht? Wovon träumst du nachts? Ich erwarte auf jeden Fall, dass du dich umgehend bei ihm entschuldigst. Du musst es ja ganz schön nötig haben. Ist das der Dank dafür, dass ich dir geholfen habe? Oh Mann, ich verstehe irgendwie immer noch nicht, was das sollte. Glaubst du, Andi wollte seinen Freunden beweisen, was für ein toller Kerl er ist? Andi hat einfach einen an der Klatsche. Stimmt. Der möchte gern Macho für Arm und mein Bruder kann uns doch gestohlen bleiben. Wir haben jetzt Ferien und genießen unser Single-Dasein. Kannst du mir mal den Rücken eincremen? Was macht Felix eigentlich so? Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Oh, da kommt er. Felix? Nein. Der möchte gern Macho für Arme. Oh. Ich wollte nur mal nach der Pumpe sehen. Mach das. Andi, der Pool ist das Eckige da. Mit dem Blauen in der Mitte. Außerdem wollte ich... Naja, ich wollte... Ich kann verstehen, wenn du sauer bist. Hey, lass uns doch nachher zum Italiener gehen, hm? Oh ja, gute Idee, das machen wir. Ich wollte dich nicht verarschen, auch wenn es so ausgesehen hat. Nein, du wolltest sie bloß vor deinen Kumpels bloßstellen. Nein, Was? ich guck nach dieser scheiß Pumpe und dann könnt ihr mich mal. Boah, ich frag mich echt, was ich jemals an dem Typen gefunden habe. Morgen, Marc. Ist Lukas da? Klar, komm rein. Bleib doch sitzen. Charlie. Und? Wie geht es dir? Danke, jeden Tag besser. Bitte, setz dich doch. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Nein, danke. Was führt dich zu mir? Du bist ja jetzt auf dem besten Wege, wieder ganz gesund zu werden. Und da
dachte ich, dass du und ich... Charlie, ich vermisse dein Lachen, deine Berührungen. Und ich sehne mich nach deiner Liebe. Aber irgendwie ist mir klar geworden, dass das im Moment nicht geht. Aber Lukas, ich liebe dich. Solange ich noch auf diese Dinge hier angewiesen bin. Und wenn dieses Kapitel endlich zu Ende ist, dann muss ich versuchen, beruflich wieder auf die Beine zu kommen. Ich dachte, mit deinem Partner gibt es keine Schwierigkeiten. Ja, nicht direkt. Dr. Frohnhöfer hatte bis jetzt auch vollstes Verständnis für meine Situation. Und ich habe auch ein bisschen gearbeitet. Aber trotzdem, es läuft noch nicht so richtig rund. Lukas, wenn ich dir irgendwie behilflich sein kann. Danke, Charlotte. Das ist ganz lieb, aber das muss ich alleine schaffen. Das bin ich dir und mir schuldig. Das verstehst du doch. Als Martin mich das erste Mal darin gesehen hat... Eure Hochzeit war sicher traumhaft, oder? Vom Stil her könnte ich mir so ein Kleid schon vorstellen. Die sehen in Natura ganz anders aus als in den Katalogen. Glauben wirklich alle, dass ich mir das Leben nehmen wollte? Nein. Ja, es stimmt. Ich wollte, dass Martin zu mir zurückkommt. Aber doch nicht so. Mann, Mann, Mann. Deine Ex-Frau fällt ganz schön schweres Geschütz auf. Tja. Ich habe Silvia nicht gerade gut behandelt, aber Beatrice vorzuwerfen, sie hätte ihren Selbstmord nur inszeniert. Ja, so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Aus Silvias Sicht. Also gut, mal rein hypothetisch. Beatrice hätte es nur darauf angelegt, mich auf diese Weise an sich zu binden. Ich hätte mich dennoch für Silvia entscheiden können. Hast du aber nicht. Weil ich meine Familie liebe. Deshalb bin ich hier. Nicht aus Mitleid. Und schon gar nicht aus Angst, Beatrice könnte sich erneut etwas antun. Niemand, der dich kennt, glaubt, dass du Martin erpresst hast. Er ist bei dir geblieben, weil er dich liebt. Und nicht aus Angst, du könntest noch mal Tabletten nehmen. Manchmal behandelt er mich wie eine Kranke. Er will einfach, dass du glücklich bist und weiß nicht so recht, wie er das anstellen soll. Deshalb ist er wohl unsicher. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, Silvia wäre nach Amerika zurückgegangen. Du findest ihn nach wie vor anziehend. Ach, darum geht es doch gar nicht. Für Beatrice wäre es besser, Silvia würde endlich aus unserem Leben verschwinden. Ich glaube kaum, dass sie dir den Gefallen tut. Ja, dazu hasst sie mich zu sehr. Aber Beatrice braucht mich. Und ich sie. Nur das zählt. Ist es nicht unbequem? Mein kleiner Mitbewohner hat sich jedenfalls noch nicht beschwert. Was mir gerade einfällt, wir beide müssen heute unbedingt noch zu diesem... Ist es dafür nicht ein bisschen früh? Willst du meinen Ausweis sehen? Hey, ist doch schon gut. Ich glaube, das Fass ist leer. Super. Sorry. Oh Gott, kannst du gerade mal übernehmen? Aber das Fass ist doch ein bisschen schwer, oder? Das steht schon bereit, sie muss es eigentlich nur noch umstecken. Tut mir leid, dass es immer dich trifft. Bin ich gewohnt. Hat Franziska deine Entschuldigung nicht angenommen? Sonst wäre ich wohl kaum hier. Wo sie jetzt weiß, warum. So weit bin ich gar nicht erst gekommen. Alexa hängt doch dauernd mit ihr rum. Und seit die mit Felix auseinander ist, sind alle Männer Schwein. Und Franziska schließt sich natürlich der Meinung ihrer Freundin an. Erst recht nach der Nummer, die ich abgezogen habe. Dabei bin ich wirklich in sie verliebt. Aber hätte ich mir auch vorher überlegen können. Ich liebe Hochzeiten. Als Mette-Marit ihren Hakon zum Traualtar geführt hat. Herrlich. Oder Maxima ihren Wilhelm Alexander. Angelo, ich wusste gar nicht, dass Sie sich im europäischen Hochadel so gut auskennen. Ganz im Vertrauen. Ich bin eigentlich gar kein Kellner. Eigentlich bin ich ein verzauberter Prinz.
Manchmal denke ich, er nimmt mich auf den Arm. Oder er will, dass du ihn küsst. Angelo, der hätte keine Chancen. Ich bin ja vergeben. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, doch nicht. Genau der. Ihr habt euch versöhnt? Naja, Lukas und ich waren ja nie richtig zerstritten. Diese Trennung war ja mehr Umstände halber. Und wenn er jetzt wieder ganz gesund ist und auch beruflich zu seinen Kollegen aufgeschlossen hat, dann... Heiratet ihr? So weit sind wir noch nicht. Schade, eine Doppelhochzeit wäre schön gewesen. Wie ist denn zurzeit der Stand der Dinge? Er liebt mich. Das hat er mir gesagt. Natürlich hat er noch sehr viel mit sich selbst zu tun. Und er möchte mich auch nicht vernachlässigen. Deshalb zögert er. Aber du darfst ihn auf keinen Fall bedrängen. Aber Interesse musst du schon zeigen. Ja, na, auf jeden Fall sieht es schon wieder viel besser aus als noch vor einigen Tagen. Macht er das nicht toll? Ja. Noch 2 Wochen und wir können ein bisschen laufen statt rollen. Hm? Ich kann es kaum erwarten. Endlich. Erst die Schneider und dann er. Ja, sieht ganz danach aus, als bräuchte die Gute mal einen richtigen Mann. Was ich mich bloß die ganze Zeit frage, wie kommt die da ausgerechnet auf dich? Ist bestimmt wieder sie. Roland? Ich bin's. Wer? Oliver? Ich habe da eine Sache am Laufen, die könnte dich interessieren. Kein Bedarf. Es geht um Charlie. Ja und? Willst du wieder beweisen, wie gut es mir geht? Sie geht mir total auf die Nerven. Ich habe die Schnauze voll. Deswegen mache ich es jetzt genauso wie du und zock sie auch ab. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich habe einen Weg gefunden, an Charlies Kohle zu kommen. Schnell, einfach und ohne, dass du mit ihr ins Bett musst. Ich liebe deine Tante. Das ist kein Trick. Komm heute Abend nach Geschäftsschluss ins Bistro, da bequatschen wir den Rest. Klingt doch verlockend. Ja, so verlockend, dass es zum Himmel stinkt. Ja, der Kleine hat eben auch endlich Gefallen an leicht verdienter Knete gefunden. Das mag schon sein. Na komm, du weißt doch ganz genau, dass er der Alten noch eine Menge Holz schuldet. Außerdem hast du mir selbst erzählt, dass sie ihm tierisch auf den Keks geht. Im Bistro war tatsächlich dicke Luft. Trotzdem. No risk, no fun. Dauert nicht lange, ja. Okay. Nehmen Sie schon mal Platz, ja? Ich komme gleich. Wo ist denn Ihr Mann? Zu Hause? Das wäre doch die Gelegenheit für Sie. Sie sind sich Ihrer Sache aber sehr sicher. Ich bin seine Frau. Sie waren nur ein kleines Abenteuer. Vielleicht sollte ich auch mal Tabletten nehmen. Das würde Ihnen jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Martin hat Sie durchschaut. Er liebt mich. Es wäre besser für Sie, Sie würden erneut Ihr Glück in Amerika versuchen. Ach ja, so ein kleiner Disput ist doch immer wieder erfrischend. Hier, die ist echt cool. Du, sag mal, wusstest du, dass 2 von 10 Frauen noch in ihren Ex verliebt sind? Warum geht das nicht? Besonders dann, wenn er der erste feste Freund und Sexualpartner war. Irgendwas klemmt. Sexualpartner, was ist denn das für ein bescheuertes Wort? Diese scheiß Anlage. Morgen kaufe ich mir einfach eine neue. So, spar dir dein Geld. Ach, trotzdem scheiß Anlage. Die kann aber nichts dafür, dass Andi so einen Stress macht. Komm, vergiss den Spinner endlich mal. Du regst dich doch den ganzen Tag über ihn auf. Ja, wenn du auch dauernd so blöde Artikel vorliest. Ja, zufällig bin ich auch wieder solo, aber mir macht das nichts aus. Ja, klar. Du glaubst doch, was in der Zeitung steht, das sieht man ja wohl. Du doch auch, du gibst es nur nicht zu. Dann geh doch zu Felix. Geh doch zu Andi. Niemals. Komm, lass uns nicht streiten, nicht wegen dieser 2 blöden Typen. Dieser Scheißkerl ist mir sowas von egal. Ich find's einfach nur schade. Das macht ja unsere Liebe kaputt und jetzt unsere Freundschaft. Du willst wirklich nichts mehr von ihm?
Frau Schneider, es macht mir nichts aus zu warten. Ach, Angelo, aber der Damenwelt doch sicherlich. Die Bank ist ja gleich um die Ecke. Es ist wirklich sehr nett. Ich mache es selbst, ja? Ja? Danke. Wie Sie meinen. Gute Nacht. Gute Nacht, bis morgen, Angelo. Olli. Wird Zeit, dass du wieder voll einsatzfähig bist. Das kannst du laut sagen. Ciao. Du gibst wohl nie Ruhe, was? Charlie. Bevor du wieder neue Verleumdungen in den Raum stellst. Lukas und ich haben uns ausgesprochen. Er will wieder Kohle? Besser, du gehst jetzt. Du hast es nicht anders gewollt. Was soll denn der Unsinn? Oliver, was hast du vor? Angelo hat dich rankommen. Au! Ach, hier steckst du. Lütz Entertainment kämpft mit harten Bandagen. Tja, meine Rede. Die Gewinnprognosen scheinen mir total überhöht. Ja, ich weiß. Und jetzt, Also ich habe mir für morgen folgende Strategie du überlegt. willst mit an den Wir- Verhandlungstisch? Ach, du solltest dich noch ein paar Tage schonen. Schonen? Krank müssen Sie schonen. Versteh mich jetzt bitte nicht falsch, aber In deinen Augen bin ich also krank. gut, lass uns morgen darüber reden. Krank und suizidgefährdet. Das hat doch kein Mensch behauptet. Wenn ich nicht so viele Tabletten genommen hätte, dann wärst du bei ihr geblieben. Hab ich recht? Unsinn. Du hast Angst, ich würde es wieder tun. Ja, nur deswegen bist du noch da. Na endlich. Ich bin nicht verkabelt. Versteckte Mikros sind hier auch keine. Falls du Charlie suchst, sie ist nicht da. Ich kenne zufällig den Zugangscode zu ihrem Schweizer Nummernkonto. Kleine miese Kröte. Mit deiner Hilfe als Anwalt müsste es ein leichtes sein, das Konto leer zu räumen. Ach ja. Und was würde dabei für mich herausspringen? 2080? Nee. Wenn, dann 50-50. So viel Arbeit hättest du damit auch nicht. Ich betrachte das Geld auch nicht als Gage, sondern vielmehr als Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. Du. Ja. Für die Küsse deiner Tante.